Herzlich willkommen, ihr schaut Franks Heli Info, eine weitere Folge Infos, Tipps und Tricks mit dem Thema Tools, Werkzeuge und Hilfsmittel. Viel Spaß, bis gleich. Tools, Werkzeuge oder Hilfsmittel habe ich hier für euch vorbereitet. Die werde ich euch gleich vorstellen, hintereinander weg. Das ist ja auch das Hauptthema von diesem Video. Und nach der Verabschiedung habe ich dann noch eine kleine Rubrik. Wer denn möchte, kann sich das auch noch anschauen. In eigener Sache, so habe ich es benannt. Was habe ich da vor? Ich möchte einfach nur mal erzählen, was habe ich denn vor dieses Jahr 2023, wo möchte ich noch hin? Oder als kleine Vorschau, was habe ich denn noch vor für Videos zu machen? Sind ja alle so alle 4 Monate mache ich ja ein Video. So Dinge, über die ich einfach mal sprechen möchte, die mir so am Herzen liegen. Das ist die Rubrik in eigener Sache nach der Verabschiedung. Da läuft das Video also noch weiter und wer möchte, kann da auch noch mal reinschauen. Aber jetzt zum Hauptthema. Tools, Werkzeuge, Hilfsmittel. Innen Sechskant. Einen Imbusschlüssel brauchen wir alle in der Größe 1,5 bis 3. Das ist ja so die Standardgröße, die wir so brauchen. Und wenn man sich eine gute Qualität kauft, also kauft nicht den billigen Scheiß, sondern eine recht gute Qualität, dann wird es aber euch trotzdem passieren, nach vielen, vielen Benutzungsstunden, dass es vorne tatsächlich rund wird. Das wird dann vorne, irgendwann wird es rund, da kommt ihr gar nicht drum rum. Und dann braucht ihr die Klinge hier nicht gleich wegschmeißen, denn man kann es tatsächlich so 2-3 Mal vorsichtig vorne abschleifen. Wer denn einen Schleifstein hat, natürlich vorausgesetzt. Und dann hat man vorne, wenn man da einen Millimeter, maximal einen Millimeter runterholt, hat man vorne wieder eine ganz frische, saubere Kante. Bisschen vorsichtig sein beim Abschleifen, nicht dass es zu heiß wird. Macht es lieber länger und taucht das Ding, die Klinge ab und zu mal lieber ins Wasser ein, damit die nicht zu heiß wird, ne? Damit es nicht weich wird. Innen Sechskant. Das nächste ist ein Magnet-Teleskoparm, hier aus einer alten Antenne. Aus meinen Zeiten noch 40, 35 oder 27 Megahertz, da hatte ich noch einen Haufen Antennen. Und da habe ich vorne drauf geklebt einen kleinen Neodym-Magneten. Hier gut zu sehen. Wozu brauche ich den? Das sollte klar sein. Wenn man denn mal einen Schrauber irgendwo verliert, gerade bei den Scalern, die rutscht dann da rein, oder hier passiert das ja auch ab und zu mal, und dann nimmt man sich das Ding und angelt die Schraube dann, wenn sie dann magnetisch ist, dann angelt man sich die da wieder raus. Das geht sehr gut mit dem Teil hier. Oder, wenn man, ich brauche meinen Imbusschlüssel wieder, muss er, hier, mit einer Schraube von oben mal rein muss. Man muss diese Schraube von oben reinsetzen. Das kennt ihr ja bestimmt auch. Und dann fällt die verdammte Schraube, kurz bevor man vom Ziel ist, fällt sie wieder runter. Oh, kriegt man eine Macke, oder? Da geht es auch hier mit diesem Magneten, da kann man sich von oben reinsetzen, hält ja. Und wenn man ganz viel Glück hat, also meistens funktioniert es auch, dann kann man die Schraube so in eine halbe Umdrehung draufsetzen oder die Mutter auf die Schraube, eine halbe Umdrehung, das reicht ja meistens, vielleicht habt ihr Glück und schafft eine ganze, und dann kann man ihn entweder hier abziehen oder zur Seite weg, wenn dann Platz ist, und dann geht's los, dann kann man weiter schrauben. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut mit dem Magneten hier, mit dem zierlichen. Ich habe hier aus dem Kfz-Bereich, der ist ein bisschen klobiger, für grobe Sachen, auch sehr gut geeignet im Kfz-Bereich, klar, aber für uns ist es halt ein bisschen zu mächtig, das Teil. Also wer sich sowas zulegen möchte, denkt dran, das ist schön klein sein. Am besten selber bauen. Neodym-Magneten habe ich hier nochmal, habe ich auch noch ein Foto gemacht, ne? Genau. Die bei eBay oder sonst wo, oder manchmal
findet man die auch bei diesen Kühlschrankmagneten. Vielleicht hat man ja Glück, da ist so ein Neodym-Magnet dran. Neodym würde ich empfehlen, weil die sind da recht stark. Nicht diese normalen schwarzen Magneten, sondern sollte schon Neodym sein. Hier ist so ein Sammelsurium, was ich hier nochmal. Das sammelt sich nach der Zeit, sammelt sich das alles an hier. So ein Kram. Magnet-Teleskoparm. Fahrradspeicher zum Kabelangeln habe ich hier. Das habt ihr, wenn meine Videos verfolgt, habt ihr schon mal gesehen, und zwar in dem Takumi-Video. Da habe ich ein Kabel geangelt, ein Servokabel mit dieser Fahrradspeicher. Das funktioniert auch wirklich sehr gut. Müsst ihr noch nicht mal selber basteln. Besorgt ihr irgendwo eine Fahrradspeicher vom Schrottplatz oder sonst wo, knipst die raus und schon habt ihr eine Kabelangel. Hier in der Großaufnahme sieht man es auch ganz gut. Der Kopf sieht so ein bisschen aus wie ein umgehauener Nagel. Aber durch diesen Kopf bleibt das Kabel auch sehr gut hängen. Hier an dem Teil. Arbeite ich auch sehr oft mit. Eine alte Fahrradspeicher. Alte Zahnbürsten. Jetzt kommen wir zum Reinigen. Alte Zahnbürsten, die man nicht mehr, die schon ausgefranst sind. Die hier zum Beispiel, die ist ausgefranst, kann man für die Zähne nicht mehr benutzen. Kriegt jeder Zahnarzt eine Krise, glaube ich, wenn er das sieht. Aber zum Putzen für unsere Lieblinge hier, dafür sind die noch sehr gut. Ein alter Pinsel ist auch noch super geil. Zahnstocher habe ich hier. So eine kleine Box habe ich mir zusammengestellt. Hier nochmal eine Zusammenfassung von dem, was ich da alles so benutze. Ein Loctite-Schälchen habe ich hier, eine Dose mit Fett, ganz normales Fett ist hier drin. Ja. Den Nagellack, den habe ich hier alles immer griffbereit. Und der Fensterreiniger, ein altes Tuch, was hier gerade reingerutscht ist. Und Holzstäbchen und was es da so alles gibt. Das sind alles so Sachen, die man zum Reinigen für sein Heli braucht. Man muss die Zahnbürste und so muss man die aber gleich wegschmeißen. Die kann man tatsächlich noch sehr gut gebrauchen für solche Sachen. Machen ja die meisten auch, ne? Ist ja eine Zusammenfassung hier. Tipps und Tricks. Ohrstäbchen habe ich davon. Steht hier noch. Ohrstäbchen sind ja auch in meiner Schale drin. Die steht immer hier hinten. So. Da. Für die Heckwelle zum Reinigen. Die Heckwelle wird sehr gerne dreckig, ich weiß auch nicht wieso. Und die kann man wunderbar reinigen mit, entweder nimmt man hier so Pfeifenreiniger, die gehen ganz gut. Ich mache das mal hier vorne am Kopf, da komme ich jetzt nicht ran. Hier. Die sind so schön flauschig, das kann man wunderbar mit reinigen. Oder, Pfeifenreiniger, weg damit. Oder hier seht ihr so ein Stück Stoff aus einem Lappen, ein altes T-Shirt oder sonst irgendwas. Da reißt ihr ein Stück ab. Zack. Und dann könnt ihr damit auch um die Welle gehen und dann so, die könnt ihr die schön sauber machen. Mit Politur, zwei Möglichkeiten habt ihr da. Entweder mit Politur könnt ihr die schön hoch polieren, sauber polieren, dass sie trocken bleibt. Das ist eine Möglichkeit. Oder, was auch richtig ist, beide Sachen sind richtig. Es gibt immer Vor- und Nachteile, kennt mich ja. Oder ihr macht die schön sauber, auch mit Politur, und macht dann noch einen Tropfen ganz dünnes Kugellageröl habe ich hier. Richtig ganz dünnes Öl. Tropft ihr einmal drauf, einmal hin und her schieben und schon flutscht es wunderbar. Warum ist beides richtig? Trocken ist klar. Das zieht nicht so viel Dreck an und Öl zieht den Dreck magisch an. Das ist mir schon klar. Aber es flutscht dann besser. Der Nachteil ist, wenn ich da Öl dran mache, ich muss es halt öfter putzen. Nach 10 oder sagen wir mal 20 Flügen mache ich ja sowieso immer meistens einen kleinen Check bei meinem Helikopter und putze ihn einmal durch. Und da muss ich halt eben die Heckwelle nochmal wieder neu putzen, das alte Öl runter und den Dreck, der sich da natürlich mehr gesammelt hat, als wenn sie trocken wäre. Aber dann mache ich es halt eben neu. Und dann kommt nur ein einziger kleiner Tropfen wieder drauf und dann flutscht es wieder hervorragend wie neu. Ja, alles ist richtig. Vor- und Nachteile, ne? Immer Vor- und Nachteile.
wenn wir da schon mal, genau, das ist ein guter Übergang hier. Dry Fluid habe ich hier noch stehen irgendwo. Hier ist das Dry Fluid oder das Gear Loop. Das ist sehr gut für eure Zahnräder. Es gibt auch noch ein Heli Fluid, das ist ein bisschen dünner. Also das hier dürft ihr auf keinen Fall auf eure Heckwelle machen. Das ist kontraproduktiv. Das gibt so einen Schmierfilm. Und dann die Heckwelle, dann hat der Servo viel zu viel zu tun. Das ist dann wie durch Pudding so. Das also nicht auf die Heckwelle machen. Das ist gut für die Zahnräder, aber der große Nachteil ist, das ist ja unverschämt teuer. Also das ist eine Unverschämtheit, was die hier für Preise haben hier für das Zeug. Und auch hier gibt es Alternativen. Einfach mal ausprobieren. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren, weiß ich, schon länger her, habe ich mal probiert dieses Keramikloop hier für Fahrradketten. Ist auch eine Trockenschmierung. Braucht nur ein bisschen länger, damit es trocknet. Funktioniert auch. Ist erheblich günstiger. Dann hat mir ein Freund mitgebracht hier das Teflonöl, Teflonspray. Funktioniert auch. Habe ich ausprobiert hier an dem Zahnrad von einem T-Rex von 600 oder 700er. Und das werde ich dann auch nochmal weiterhin testen. Alles Trockenschmiermittel. Ja, das werde ich natürlich noch weiterhin benutzen, die ist ja noch halb voll. Ich werde einen Teufel tun, die jetzt wegzuschmeißen, weil das ist ja auch wirklich sehr gut. Auch, dass es dann so einen weißen Film gibt, dann sieht man ja, ob da was drauf ist. Aber der Preis von dem Zeug ist wirklich eine Frechheit, finde ich. Dry Fluid. Punkt 7. Gekürzte Hauptrotorblätter verwenden für Einstellarbeiten bei Platzmangel. Habe ich hier. Hier habe ich welche. Du bist noch nicht da. Und hier. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, jeder von uns hatte schon mal einen Absturz, oder? Ich habe aufgehört zu zählen. Ich weiß es gar nicht mehr, wie viele das waren. Und bevor ihr die wegschmeißt, auch wieder ein Spruch von mir, nicht gleich alles wegschmeißen. Wer weiß, wozu es gut ist. Kann man die kürzen. Vom 700er hier zum Beispiel. Oder vom 600er, ist ja egal. Und es hat ja nicht jeder das Glück und hat so viel Platz wie ich jetzt hier, wo ich die Hauptrotorblätter drauf lassen kann und kann drum rumlaufen um meinen Tisch. Viele haben ja den Tisch an der Wand und da funktioniert das eben nicht. Dann kann man diese gekürzten Blätter hier drauf machen, ein rechts, ein links, und dann kann man seine Einstellarbeiten machen, genauso wie ich das auch mache. Funktioniert sehr gut, funktioniert genauso. Gekürzte, ehemals defekte Hauptrotorblätter wiederverwendet. Jetzt ist der Kleine dran hier. Da habe ich ein paar Fotos für euch. Das ist ein Schalterbefestigungstool, da gibt es keinen Namen für, aus einem Kabelschuh-Sortiment für die Fernbedienung zum Beispiel. Ja, nicht zum Beispiel, sondern für die Fernbedienung. Denn die Schalter hier von den Fernbedienungen, ob das ein Futaba ist oder Spektrum oder Graupner oder sonst was, die lösen sich ja gerne mal hier. Und diese Schraube hier oben mit den 2 Schlitzen drin. Und was haben wir vorher gemacht? Oder ich ja auch. Mit dem Schraubenzieher habe ich das hier so rein in die Kerbe und dann ist man auch gerne mal abgerutscht und hat eine Schmarre gehabt in seiner Fernbedienung, in seiner Geliebten, und hat man sich tierisch drüber geärgert. Was tun? Hier ein Kabelschuh-Sortiment. Ich hatte leider keine mehr in U-Form, deswegen musste ich diesen Ring nehmen und den musste ich halt abschneiden. Und dann mit der Hand kann man die ganz einfach umknicken. Das ist ein sehr weiches Material. Mit einem Hämmerchen so ein bisschen platt klopfen und schon hat man einen wunderschönen Schlüssel für die Schraube da oben. Hier seht ihr es nochmal. Und da kann man hier hervorragend dann seine Schraube wieder festziehen. Mit dem ist sogar hier eine Halterung dran, ne? Kann man bestimmt noch mal ein bisschen aufpimpen, aber ich denke, das reicht so. Und das Material ist auch hart genug oder steif genug, damit es nicht abrutscht oder sich nicht gleich verbiegt. Was haben wir noch? 2 Sachen habe ich noch. Epoxidharz-Flaschenhalter. Der ist hier. Ist für Helikopterpiloten weniger interessant, mehr so für Flächenflieger, aber das mache ich ja auch.
Epoxidharz-Flaschenhalter. Ganz einfach aus einem Stück Styropor 2 Löcher rein und dann die Harzflaschen hier umgedreht reinstellen. Dann hat man nicht das Problem, wenn sie nicht so stehen, wenn man sie so aus dem Schrank holt und die sind erst halb voll. Da muss man immer schütteln und machen und tun, bevor man da rankommt an den guten Stoff. Und hier kommt man sofort ran und auch, wenn noch ein ganz bisschen drin ist und den letzten Rest kann man dann hier auch noch rausquetschen. Gut bei fast leeren Flaschen habe ich hier noch zu stehen. Genau, Epoxidharz Flaschenhalter. Eine Sache habe ich hier noch auf dem Tisch, die muss auch weg. Rohrisolierung als Heckstütze. Hier sind noch Rohrisolierungen aus dem Baumarkt, ne? Kennt ihr ja. Die kann man auf einer gewissen Länge abschneiden. So oder so. Da macht man die noch ein bisschen hübsch mit Aufkleber oder die Farbe seiner Wahl, vielleicht auch in Helikopterfarbe. Und dann stellt man die hin, zack. Und wenn kein Akku drin ist, hier ist jetzt ein Akku drin, deswegen fällt er nicht nach hinten um. Und wenn kein Akku drin ist, dann kennt ihr das ja, dann fallen die immer nach hinten. Und das sieht irgendwie scheiße aus, oder? Und hier nimmt man seinen Stempel, so könnt ihr das glaube ich ganz gut sehen, ne? Und dann stellt man den hier hinten drauf. Und dann sieht es ganz hübsch aus. Und der hängt hinten nicht so runter wie so eine Hyäne. Das ist eine Möglichkeit mit diesen Dingern hier, Rohrisolierung. Oder ich habe hier noch was, und zwar ist das eine Ersatzteilbox für meinen Raw oder meinen Kraken. Da sind die ganzen Ersatzteile drin. Den kann man natürlich auch nehmen dafür. Dann hat man die Ersatzteile gleich alle bei seinem Helikopter. So, Tools, Werkzeuge, Hilfsmittel. In einer kurzen, schnellen Vorstellung. Ich hoffe, das eine oder andere war für euch dabei. Wenn ja, freut es mich, wenn ich helfen konnte. Nachmachen erwünscht. Dann gibt es gleich noch in eigener Sache. Bis dahin wünsche ich euch gute Flüge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao. In eigener Sache. Der aufmerksame Zuschauer hat bestimmt schon erkannt, meine Requisite da oben oder dieser Leerkarton auf der Seite, der neue Align TB70. Da habe ich mich wirklich sehr drauf gefreut, auf diesen neuen Helikopter, endlich mal ein wirklich neuer Helikopter von Align mit einem Heck-Zahnriemenantrieb, hatten sie ja vorher schon mal, dann gab es nur noch einen Starrantrieb, jetzt endlich wieder ein Riemenantrieb am Heck, bin ich ein Fan von, und einem 2-Stufengetriebe, Zahnrad und Riemenantrieb in Kombination, wie bei dem Urgoblin auch. Und wenn ich das jetzt schon mal erwähne mit dem Urgoblin, ich habe ja nun den aufgebaut, das ist ja die Kit-Version da oben mit dem 490 kV Motor, und ich habe schon viele Goblins aufgebaut, auch den Raw jetzt hier, um den geht es ja. Ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, das ist keine Kopie von dem Goblin Raw, überhaupt nicht. Es sind einige Sachen, kann man sagen, ja, die sind gleich, das sieht gleich aus, aber da kann man auch irgendeinen anderen Hersteller daneben stellen, neben den Goblin Raw und sagen, guck mal, das sieht aber auch gleich aus. Und das auch, und das auch. Es sind einige Sachen, die sind so, die sind gleich, ja, warum denn nicht? Es sind auch andere Sachen dabei, die sind vollkommen anders. Ja, also es ist ein Align-Helikopter. So, das muss ich nochmal betonen. Beim Aufbau sind so einige Sachen dabei gewesen, da habe ich mich ein bisschen geärgert. So, ich dachte, oh, Align, was habt ihr denn da schon wieder gemacht? Was soll denn das? Aber es gibt ja immer was zu meckern, ne, oder? Da muss ich noch in der Luft beweisen, der ist noch gar nicht fertig, da fehlt noch der Regler und der Motor und das Flyballast-System, kommt natürlich wieder ein Brain rein, klar. Aber was ich mir geben musste, unbedingt, ist die Servos, die habe ich schon reingebaut. Der Bird Camera von SAB, der hat sich ja so ein bisschen böse drüber geäußert, Mensch, was hat Align denn da gemacht? Das ist ja eine Kopie vom Raw. Und dann habe ich noch Videos gefunden, so schöne blaue Videos. BK Servos, Bird Camera Servos, und die habe ich eingebaut in diesen Align TB70.
Das musste ich mir jetzt unbedingt geben. Die mussten da rein. Wenn der Bert Kammerer zufällig mal Video guckt, dann hat er mit Sicherheit so viel Humor, dass er jetzt drüber lacht und sagt, Mensch, gute Idee, Bert Kammerer in einen Alleinhelikopter ist überhaupt kein Problem. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, dass er so viel Humor hat, dass er das mir erlaubt. Und wenn nicht, ist es mir auch wurscht. Also, liebe Grüße to USA. Okay, die beiden Sachen werden sich schon gut verstehen, da gehe ich mal ganz stark von aus. Beweisen muss der Helikopter sich noch in der Luft. Ich konnte natürlich noch nicht fliegen, ist scheiß Wetter, viel zu kalt. Und ob ich dann noch einen Bericht drüber mache, ja oder nein, weiß ich noch nicht. Es kann ja auch sein, dass der Olli, der Paddelflieger, liebe Grüße, dass er sich das noch überlegt und sagt, Mensch, ich hole mir doch noch einen TB70 und mache einen Bericht darüber. Dann brauche ich natürlich keinen drüber machen, ist ja klar, ne? Dann habt ihr einen deutschsprachigen Bericht und das wäre dann ja doppelt, das wäre ja Quatsch. Überlege ich mir noch, so als Vorschau eventuell. Die zweite Sache, die ich ansprechen möchte, ist Roter Live. Am 11. März bin ich da, an dem Samstag, so ab Mittag denke ich mal, fahre ich nach Iffelsheim mit meiner Frau 700 Kilometer hin, 700 Kilometer zurück. Aber das tue ich mir mal an, da freue ich mich auch schon drauf. Da bin ich dann als Gast, werde ich da durch die Reihen schlendern und mir das alles anschauen, wie alle anderen auch. Werde natürlich meinen Hauptdealer werde ich natürlich besuchen, Live Hobby, das Team von Live Hobby, auch ganz liebe Grüße. Und werde da ein bisschen schnacken und wenn es passt, mit den anderen Leuten natürlich auch. Und ihr könnt mich auch gerne ansprechen, wer das denn möchte. Und wenn ich jetzt schon mal bei dem Thema bin, ich erwähne Live Hobby, Goblin und sowas alles, aber was da manchmal für ein Quatsch durch die Gegend kursiert, ich habe hier keine Verträge oder sonst irgendwas, kriege keine Prozente, extra Prozente, ich verdiene auch nicht einen einzigen Cent mit diesen Videos hier, dafür ist mein Kanal viel zu klein und da braucht man ja mindestens 100.000 Follower oder sowas, ja. Dafür ist diese Bandbreite, dieses Thema Helikopter einfach zu klein. Ich muss mein Geld genauso bezahlen wie ihr auch, bei jedem anderen Händler. Und ich warte immer ganz brav auf eine 10% Aktion bei Live Hobby oder Freakware oder Lindinger, wie sie alle heißen. Und dann freue ich mich auf 10% und mache dann einen Großeinkauf und dann muss ich genauso bezahlen wie ihr auch. Das wollte ich jetzt auch noch mal unbedingt loswerden, dass ich hier keine Verträge habe. Das hat natürlich einen großen Nachteil. Ich muss genauso viel Geld bezahlen wie ihr auch. Hat aber den großen Vorteil, dass ich frei reden kann. Also keiner kann mir hier den Mund verbieten durch irgendwelche Verträge. Als Beispiel Spektrum. Ich bin ein Spektrum-Fan von der DX-Reihe. Und wenn ich jetzt einen Vertrag hätte mit Spektrum, ne, mit Horizon Hobby, dann müsste ich ja sagen, Mensch, die neue iX14, habe ich noch nicht getestet, ne, die ist total super, die ist total geil. Und dann müsste ich ja mein Video vor 2-3 Jahren, was ich da gemacht habe über die iX12, das müsste ich ja wieder löschen, weil da habe ich die ganz schön zerfetzt, da habe ich ja in der Luft zerrissen, die iX12, das ist halt, naja, ich war nicht davon so überzeugt, ich will es nicht so hart ausdrücken, was ich von der iX12 halte. Oder Goblin. Ich bin ein Goblin-Fan, das ist wirklich kein Geheimnis, aber ich habe auch da keine Verträge, kein gar nichts. Denn, wer sich erinnert, den ersten Kraken mit dem gerade verzahnten Getriebe, das war der letzte Scheiß. Dieses Getriebe hat so gekreischt, das tat mir richtig in den Ohren weh. Und da habe ich viel Schriftverkehr gehabt mit den Jungs. Die haben es natürlich nicht eingesehen, die wollten mir nicht glauben, dass das der letzte Scheiß ist. Dieses verdammte Scheißgetriebe, das habe ich ganz schön oft Scheiße gesagt, ne? Aber das haben sie dann ja ausgebessert mit dem Kit, mit dem schräg verzahnten Getriebekit oder mit dem 700S, den sie dann ausgebracht haben, mit dem RAW-Getriebe. Dann haben sie es wieder hingebogen. Aber das hätte ich ja auch nicht sagen dürfen. Da hätte ich sagen müssen, ja, Goblin Kraken ist ganz toller Helikopter, der erste. Brauche ich nicht, mache ich nicht, will ich auch nicht. Okay, also ich bin ein freier Mensch hier und das ist mein Kanal und
Ich rede fast so, wie mir die Stute gewachsen ist. Juti, wisst ihr Bescheid? Also keine Prozente, kein gar nichts. Und meine Berichterstattung wird auch so weiterhin laufen, wie ihr es gewohnt seid, wie ich es in der Vergangenheit auch gemacht habe. Alle 3-4 Monate wird es ein Video von mir geben, grob geschätzt. Aber wenn ich kein Thema habe, was sich lohnt für mich, dann muss ich auch nicht auf Zwang irgendein Video für euch machen. Dann dauert es eben ein halbes Jahr, bis das nächste Video rauskommt. Okay? So, gut. Das war's in eigener Sache. Jetzt sage ich zum zweiten Mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao.